Hallo Holzfreunde, heute will ich euch mal mitnehmen und zeigen, wie ich meinen Schrank pimpe. Mit den gezeigten Techniken könnt ihr eure Schränke individuell anpassen. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Jeder kennt es, man kauft einen neuen Schrank, baut ihn zusammen, räumt ihn ein und nach einem halben Jahr biegt sich das obere Regalbrett durch. Diesen Fehler möchte ich jetzt mit euch beheben. Ich ziehe hier eine Wand ein, ohne den Schrank auseinanderzubauen, und setze hier noch ein paar Regalbretter. Damit der Umbau einigermaßen professionell vonstatten geht, müssen wir den Schrank jetzt erstmal von innen vermessen. Am genauesten funktioniert das mit so einem Lasermessgerät. Die zusätzliche Schrankwand ist aus einer weiß beschichteten Spanplatte. Damit diese beim Sägen nicht splittert, ritze ich diese einmal vor. Ungefähr 1 mm tief, je nach Beschichtungsdicke. Erst dann säge ich die Platte final zurecht. Alle frisch gesägten Kanten belege ich mit einem Umleimer. Dieser hat auf der Klebeseite einen Schmelzkleber. Den erwärmt man dann mit einem handelsüblichen Bügeleisen auf mittlerer Stufe. Damit der Umleimer nicht zu heiß wird und vielleicht auch noch gelb, lege ich ein Blatt Papier unter. Jetzt mit etwas Druck einfach aufbügeln. Da der Umleimer etwas breiter ist als die Werkstückkante, schneide ich jetzt mit einem Stechbeitel die überstehende Kante ab. Der Rest wird nun mit einem groben Schleifpapier beigeschliffen. Die neue Seitenwand wird später nur mit Holzdübeln an dem bestehenden Korpus montiert. Um die 6 mm Bohrung für die Holzdübel herzustellen, benutze ich hier diese Bohrlehre oder Bohrhilfe. Damit die Bohrung später genau wird und nicht verläuft, benutzt man am besten solche Spiralbohrer. Auf Oberseite und Unterseite, die mit dem Schrank verbunden werden, mache ich jetzt 3 Bohrungen. Das sind handelsübliche 6 mm Runddübel. Die Bohrung für die Metallträger mache ich jetzt mit der Oberfräse. Dafür nutze ich diese 16 mm Kopierhülse und diese selbstgebaute Schablone. Die Lochreihe für die Regalträger haben einen Durchmesser von 5 mm. Dafür nutze ich diesen speziellen Fräser. Der hat an den Außenkanten verlängerte Schneiden und läuft leicht konisch zu.
Dadurch sind die Bohrungen absolut ausrissfrei. Nun wird einfach ein Regalträger in die Schablone gesteckt und der richtige Abstand zur nächsten Bohrung ist gegeben. Der Vorteil dieser kleinen Schablone ist, dass sie auch im Schrank verwendet werden kann. Da ich sie dort schlecht mit Zwingen befestigen kann, mache ich das einfach mit doppelseitigem Klebeband. Um die richtige Bohrposition der Holzdübel der Seitenwand zu finden, nutze ich diese Zentrierspitzen. Nun wird die Seitenwand an der vorgesehenen Stelle positioniert. Ausgerichtet, etwas angedrückt, damit die Spitzen einen Abdruck hinterlassen. Und schon können wir sehen, wo wir bohren müssen. Die Ankörnung der Zentrierspitzen nutzen wir jetzt und nehmen einen ganz normalen Holzbohrer mit Tiefenanschlag. Nun montieren wir die Seitenwand auf der Unterseite mit Hilfe der Runddübel. Richten diese wiederum aus und markieren die Dübellöcher an der Oberseite wieder mit Hilfe der Zentrierspitzen. So, passt und hält ohne Verschrauben. Jetzt noch die Regalböden zurechtgesägt. Und wieder alle gesägten Kanten mit Umleimer versehen.
Und schon ist der gepimpte Schrank fertig. Die Regalträger sind bei mir diese ganz normalen Stifte. Das war's wieder für heute. Pimpt auch euren Schrank auf. Und für noch mehr gute Videos lasst ein Abo und ein Like da.